Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von arrahman.de und Friede sei mit euch. Kam schon jemand mal auf euch zu und fragt euch nach den sogenannten Kriegsversen, ob sie wirklich wörtlich zu nehmen sind oder nicht? Oder habt ihr euch schon selber mal gefragt, wie man diese verstehen kann? Wie kann man es jetzt wirklich verstehen, wenn zum Beispiel steht, tötet sie, wo ihr sie vorfindet? Zuerst einmal etwas Grundsätzliches zur Lesung oder auf Arabisch Al-Quran, der Koran. Die Lesung ist wie ein Organismus, das heißt, man muss sie als Ganzes betrachten, so wie die Natur. Man kann sie nicht einfach in irgendwelche Einzelteile zerlegen und dann hoffen, dass man es richtig versteht. Die Lesung ist auch nicht wie die Bibel aufgebaut. Die Bibel ist eher narrativ, das heißt, sie ist in Predigten aufgebaut. Man kann es am Stück lesen und dann versteht man, worum es geht, einigermaßen. Natürlich gibt es auch Querreferenzen, aber beim Koran, bei der Lesung ist es nicht so. Der Koran, die Lesung, ist verflochten. Das heißt, man muss viele Stellen, die weit voneinander weg entfernt liegen können, berücksichtigen. Ich habe schon in meinem Buch Schlüssel zum Verständnis des Koran beschrieben, wie man diese Prinzipien anwenden kann. Dabei habe ich 7 Prinzipien aufgezählt, nach denen man vorgehen kann, um einigermaßen sicher zu sein, dass man eben nicht auf der falschen Fährte ist. Wir werden den Vers, den wir zu Beginn gehört haben, tötet sie, wo ihr sie vorfindet, genauer anschauen, und zwar mit Hilfe dieser 7 Prinzipien. Erstens, die Sprache ist kein Hindernis. Das heißt, ich muss kein Araber sein, ich muss auch kein Arabisch-Experte sein, ich muss nicht Arabistik studiert haben, ich muss kein Theologe sein, ich muss kein Imam, Hodja oder sonst irgendwas sein. Es ist schon viel zu lange so gewesen, dass eben die Gelehrten viel zu viel Autorität über uns haben. Sie sind zwar wissende Menschen, die wir zu respektieren haben, aber sie können nicht das Denken ersetzen. Wir müssen selber denken. Die Sprache ist kein Hindernis, wir müssen selber nach Antworten suchen. Zweitens, wenn man den Vers hört, dann muss man sich zuerst mal die Frage stellen, wo steht denn dieser Vers genau? Das heißt, ich schaue zuerst mal, wo ist der Vers? Dann werde ich sehen, es ist in Sura 2, Vers 191, der Vers, den wir vorhin gehört haben. Drittens, nicht nur der Vers selber ist zu lesen, sondern es kann ja sein, dass es eine Geschichte war oder zusammenhängende Verse, die darf man natürlich nicht einfach missachten. Das heißt, zuerst auch einmal die umliegenden Verse lesen. Das heißt, ich gehe mal ein paar Verse vor, ein paar Verse danach und lese alles zusammen. Also diese ersten 3 Prinzipien sind eigentlich sehr nah beieinander. Man kann eigentlich sofort sehen, wenn man diese Verse liest und die arabische Sprache ein bisschen auslässt, dann weiß man, da heißt es, und bekämpft diejenigen auf dem Wege Gottes, die euch bekämpft haben. Vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben haben. Das heißt, der Angriff ist kein richtiger Angriff. Der Angriff ist eigentlich ein Gegenschlag aufgrund der Selbstverteidigung, die uns erlaubt wurde. Und wir dürfen sie auch nicht bekämpfen, also in gewissen Orten zum Beispiel an der sogenannten verbietenen Unterwerfungsstätte oder Masjid al-Haram. Wir dürfen sie dort nicht bekämpfen, bis sie uns dort tätlich angreifen. Das heißt, wir haben schon mal den Kontext, wo klar wird, nur Selbstverteidigung ist erlaubt. Jetzt ist es auch so, wenn man die Verse auch genauer anschaut, da gibt es so gewisse Aussagen wie zum Beispiel, bis die Lebensordnung oder bis die Religion Gott gilt. Was heißt sowas? Wie kann man das auch überhaupt irgendwie in den Kontext setzen, bis die Religion Gott gilt? Heißt das nicht, dass man eigentlich siegreich sein müsste gegenüber anderen, sodass eben nur noch eine Religion herrscht? Wenn wir nur den letzten Teil des Verses 193 anschauen, so gilt dort der Aufruf und bekämpft sie, bis keine Anstiftung mehr ist und die Lebensordnung Gott gilt. Heißt das nun etwa, ich muss so lange kämpfen, bis es nur noch eine Religion gibt? Nein, so ist es nicht. Denn genau wenn man weiterliest, dann heißt es, und wenn sie jedoch aufhören, dann sei keine Feindschaft, außer gegenüber den Ungerechten. Wenn man jetzt die 7 Prinzipien schon kennt, dann weiß man, okay, später wird das auch deutlich, man kann nicht einfach hier stoppen und sagen, okay, jetzt ist alles klar. Weil wenn man schon alleine weiterliest in diesem Kapitel, also in Vers 256, dann ist dort die Aussage, es gibt keine Erzwingung, keinen Zwang in der
Lebensordnung oder in der Religion. Oder zum Beispiel in Sura 10, Vers 99 oder auch in Sura 88, Vers 21 und 22. Dort wird es ganz klar, dass kein Zwang ausgeübt werden darf und dass auch der Prophet keinerlei Macht hatte über die Menschen. Er durfte sie nur ermahnen, er durfte die Botschaft verkünden, aber er hatte keinerlei Macht über sie, wenn sie nicht wollten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kommt es dann Scharia und Sunna und so viele Regeln, so viele Verbote, Frauen, die nicht einfach für sich alleine rausgehen dürfen, ohne einen sogenannten Mihram, der eben quasi für sie erlaubt ist, mit ihr hinauszugehen, oder dass sie unbedingt sich verschleiern muss und all das bezüglich Frauen und natürlich auch bezüglich allgemein zum Beispiel Steinigung, Abfällige von der Religion, die getötet werden sollten. Da gibt es einen Hadith, also einen sogenannten Ausspruch, der dem Propheten untergejubelt wurde, der da lautet: Man baddala dinahu faqtuluhu. Das ist arabisch und bedeutet: Wer seine Religion ändert, den tötet. Und das ist nicht in der Lesung, also nicht im Koran, das ist überhaupt nirgends in der Lesung zu finden, das widerspricht ja gerade diesen Versen, die ich vorhin zitiert habe, sondern die sind in den sogenannten Sekundärliteraturquellen, wie eben Bukhari oder eben Hajjaj oder bekannter als Muslim, der das Buch Sahih Muslim verfasst haben soll und. In diesen Zweitquellen finden sich sehr viele solcher manipulierter Aufforderungen, Gesetze, Normen und so weiter. Es finden sich auch schöne Sachen, ich will nicht nur einfach schlecht reden, aber das ist die Sekundärliteratur. Dazu könnte man ein eigenes Video machen und darum geht es nicht heute. Das vierte Prinzip umfasst die Mehrdeutigkeit des Wortes. Wenn ich zum Beispiel auf Deutsch das Wort schlagen anschaue, dann weiß ich, okay, das Verb schlagen kann je nach Kontext etwas anderes bedeuten. Zum Beispiel im Fußball oder im Basketball oder sonst in einer Sportart. Wenn wir sagen, wir haben sie geschlagen, dann bedeutet das eben nicht, wir sind auf sie los und haben sie wirklich geschlagen, sondern es kann eben bedeuten, wir haben gewonnen. Und genauso ist es auf Arabisch. Und im Koran, in der Lesung, finden wir zahlreiche Verse, die man genauer anschauen muss bezüglich der Mehrdeutigkeit eines Wortes. Und ein Beispiel sei Kapitel 5, Vers 38, wo es heißen soll: Dem Dieb und der Diebin hackt die Hände ab. Das ist jetzt nicht das Thema dieses Videos, deshalb verweise ich euch auf den Artikel, einen Auszug aus meinem Buch, Schlüssel zum Verständnis des Koran, und den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Das fünfte Prinzip ist fast schon das wichtigste Prinzip der 7 Prinzipien, nämlich Verse gleichen Themas zusammenzustellen. Man muss diese ordnen, nämlich nach Thema, sodass man weiß, okay, bezüglich Krieg, Feindschaft, Angriff und so weiter, das muss ich alles zusammennehmen, damit ich eben ein gesamtheitliches Bild bekomme. Weil sonst hat man eben das Problem, dass man denkt, okay, man kann wirklich einfach angreifen. Und gewisse Gruppierungen nützen das ja auch, eben weil die Menschen nicht wissen, dass die Lesung so aufgebaut ist. Und da findet man zum Beispiel Verse wie in Sura 8, Vers 61: Und wenn sie jedoch zum Frieden geneigt sind, so sei du auch geneigt zum Frieden. Oder man findet sogar sehr aussagekräftige Verse, wie zum Beispiel in Kapitel 60, Vers 7: Und vielleicht wird Gott ja Liebe setzen zwischen euch und denen, mit denen ihr in Feindschaft lebt. Da ist wirklich sehr viel drin. Also auch wenn man dort noch weiterliest in Sura 60, Verse 8 und 9, da sieht man eben, Freundschaften sind erlaubt. Ein Gottergebener oder Muslim auf Arabisch kann sogar eine Christin heiraten. Genauso kann eine Muslimin, also eine Gottergebene, einen Christen heiraten. Da sind so viele Verse, die im Spiel sind, die muss man alle zusammenordnen und dann sieht man, worum es geht. Das 6. Prinzip zeigt uns, wie wir Beispiele aus der Lesung entnehmen können und wie wir sie verwenden können, um zu verstehen, was mit den Versen gemeint sein könnte. Ich habe vorhin ja über Glaubensabfällige gesprochen und nach gängiger Lehrmeinung oder nach traditioneller Lehrmeinung ist es so, dass das Recht auf Leben von Glaubensabfälligen verwehrt ist. Sie haben kein Recht mehr auf Leben und sie sind zum Abschuss freigegeben. Jetzt ist es so, dass das
ganz klar der Lesung widerspricht. Wir haben Beispiele dafür, für Glaubensabfällige oder Apostasie. Und das ist in Kapitel 4, Verse 88 bis 90. Die sind recht lange, ich werde nicht alles daraus zitieren, aber sinngemäß geht es darum, dass wir kein Recht haben, überhaupt irgendwen anzugreifen, auch nicht Glaubensabfällige, während eines Krieges, solange sie uns nicht angegriffen haben. Als allerletztes Prinzip gilt, geduldig zu sein und Gott um Hilfe und Rat zu bitten. Wir sind alle Menschen, es braucht seine Zeit, alles hat seine Zeit und wir sagen ja nicht umsonst bei unseren täglichen Gebeten, dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Deshalb sollten wir auch keine Angst haben, wenn wir alleine sind mit einer Meinung, also wenn es sonst niemanden gibt, der uns bestätigt in unserer Meinung, denn das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Gott allein ins Zentrum zu stellen und ihm allein zu folgen und nicht irgendwie die Menschen zu fürchten. Der Mehrheit zu folgen kann auch schädlich sein für uns oder es kann sogar uns vom rechten Weg oder vom rechten Glauben abbringen, wenn man einfach blind irgendwelchen Fanatikern folgt. Wir werden auch zum Beispiel in Sura 10, Vers 36 unterrichtet, dass die Mehrheit der Vermutung folgt. Und das Wort Vermutung wird in der Lesung sehr, sehr oft erwähnt und das bedeutet, dass wir uns von Vermutungen fernhalten müssen. Auch ganz wichtig ist der Einsatz des Verstandes, weil wir werden in Kapitel 5, Vers 103 informiert, dass eben die meisten der Ableugner ihre Vernunft nicht einsetzen. Sie verstehen nicht, weil sie ihren Verstand nicht gebrauchen. Und dazu gibt es einen Vers in der Lesung, das ist aus Kapitel 2, Vers 44, wo es heißt, befiehlt ihr den Menschen Rechtschaffenheit und vergesst euch selbst, wobei ihr doch die Schrift lest, wollt ihr euch eures Verstandes nicht bedienen? Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir eben nachdenken und nicht einfach blind glauben. Das Buch zu lesen und dann einfach irgendjemand anderem zu glauben, der vielleicht genau das Gegenteil dessen sagen kann, was im Buch steht, das wird kritisiert. Dazu gibt es auch ein Gleichnis in der Lesung, wo es dann heißt, ja, das sind solche, die wie Esel sind, die auf ihrem Rücken Bücher tragen. Und deshalb ist es wichtig, den Verstand einzusetzen. Gott hat uns diesen nicht umsonst gegeben. Wir haben heute die 7 Prinzipien kennengelernt, wie wir sie auch anwenden können auf das sogenannte Kriegsthema. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus einer riesengroßen Fülle an Vielfalt ist. Das heißt, da gibt es noch viel mehr, auch vieles, was heute gar nicht angesprochen wurde. Ein Beispiel aus Sura 9, Vers 5, wo, wenn man von 1 bis 5 liest, dann sieht man, okay, dort steht aber jetzt nur, tötet sie, wo ihr sie vorfindet, ergreift sie. Die Antwort darauf ist eigentlich sehr ähnlich, eben mit diesen 7 Prinzipien sieht man sofort, ja, okay, in Vers 13 steht, dass sie zuerst angegriffen haben. Das heißt, Krieg darf nur dann stattfinden, wenn eben die Menschen angegriffen wurden. Ein Präventivschlag ist demzufolge nicht erlaubt. Man muss angegriffen werden. Es ist nur Selbstverteidigung erlaubt. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr unten in der Beschreibung, wenn ihr darauf klickt, einen Link zum Artikel Anweisungen während eines Krieges. Und vielen Dank auch jetzt schon für das Teilen und Verbreiten des Videos, denn damit trägt ihr zur Aufklärung bei. Friede sei mit euch und bis zum nächsten Mal.